3. Lehrjahr. Ja, und ich wechsle immer zwischen den Abteilungen. Jetzt zum Beispiel bin ich gerade bei der Elektroabteilung. Die ersten 1,5 Jahre war ich bei der Schlosserabteilung. Also ich bin in der Elektroabteilung der Instandhaltung Technik und habe in diesem Betrieb die Ausbildung des Mechatronikers erfolgreich vollendet. Das ist eine große Firma in der Nähe meines Wohnortes. Ich habe hauptsächlich positive Dinge gehört. Ich mir gedacht, ich bewerbe mich mal. Ich finde technische Abläufe an Maschinen ziemlich interessant und mit dem Beruf des Mechatronikers werden einem viele Türen geöffnet, in die Abläufe richtig reinzuschauen. Es geht erstmal umziehen, Umziehklamotten ist bereitgestellt, wird gewaschen von der Firma. Danach geht es erstmal in die erste Besprechungsrunde. Da wird eben mal geguckt, wo sind Störungen, wo müssen wir hin. Wenn ein Motor defekt ist, das festzustellen, den dann abzuklemmen, freizuschalten. Oder auch Innovation, also etwas verbessern, das gehört dazu. Es gibt eine Frühstückspause, eine Mittagspause, wofür wir die Kantine nutzen können. Und sonst kriegt man den Tag mit den genannten Aufgaben rum, sag ich mal so. Die Abläufe von den Anlagen hat mich am Anfang sehr interessiert, wie das alles funktioniert, wie das Produkt hergestellt wird. Das war der mechanische Teil. Mich hat immer der elektrische Teil ziemlich begeistert. Als ich so einen Schaltschrank im ersten Lehrjahr aufgemacht habe und da reingeguckt habe, wusste ich erstmal ja nicht vor und zurück. Aber so ist halt auch das Interesse gewachsen, mich in das Thema reinzufuchsen. Wie funktioniert Elektrik? Was muss gegeben sein, damit das andere läuft? Und das hat dann im gleichen Moment auch Spaß gemacht. Es ist eigentlich immer ein relativ flexibles Arbeitsklima. Jeder hilft mal jedem. Sehr angenehm, ja. Genau. Eigentlich stellt sich jeder von den Gesellen und Vorgesetzten bereit, Fragen zu beantworten. Die Möglichkeit ist immer da und wir haben auch Lehrgänge. Wo wir dann in bestimmten Themen nochmal extra gefördert werden. Ich hoffe, dass ich irgendwann übernommen werde, wenn ich meine Ausbildung absolviert habe. Dann kann ich selbst entscheiden, in welche Abteilung ich wechseln möchte. Also grundsätzlich steht immer eine Chance auf Übernahme in unserem Betrieb. Ich habe es ja auch irgendwie geschafft. Unsere Firma sieht das eigentlich ziemlich gerne, die Auszubildenden nach Abschluss der Ausbildung auch weiter im Betrieb zu halten. Also in der Zukunft habe ich auf jeden Fall noch ein paar Weiterbildungen geplant im Bereich Step 7 Programmierung. Ja, wir haben 30 Tage Urlaub, die Arbeitsvergütung ist sehr gut, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld. Weihnachtsfeier, klar. Ja, Sommerfest, klar. richtig. Sommerfeste, Weihnachtsfeiern, teambildende Maßnahmen, wo man mal außerhalb vom Arbeitsalltag mit der Abteilung irgendwas unternimmt. Wir hatten auch schon mal eine Führung im VW-Werk in Wolfsburg. Abschließend gab es noch was Gutes zu essen, ein paar Getränke, so dass man eigentlich gesellig zusammensaß.